Wir stehen ja am höchsten Punkt im Skigebiet Sölden, oben auf dem Rettenbach-Gletscher auf über 3000 Meter Höhe. Und wir nehmen euch jetzt mit auf eine der längsten Abfahrten in Österreich, sogar die längste. Die ist nämlich jetzt 50 Kilometer lang von hier bis runter nach Sölden. Dabei fahren wir über eine Weltcup-Piste. Wir fahren an Drehorten von James Bond vorbei und dann schlussendlich ins Dorf rein, wo wir uns Kakao gönnen. Denn wir haben es gerade minus 25 Grad. Der Winter ist endlich da, Leute, ihr seht es. Ich freue mich jetzt, mich warm zu fahren. Und rein in die schwarze Schneid. Weltcup-Hang. Hier brennt es jetzt gleich. Und der erste Teil ist jetzt soweit geschafft, setzt sich zusammen aus einer blauen Piste und dann aus der schwarzen Schneid, aus dieser tiefschwarzen Weltcup-Piste. Und die Bedingungen, die haben es auch in sich. Neben dem, dass es so sackekalt ist und meine Hände richtig brennen, seht ihr es ja auch, auf der Piste ist noch so ein bisschen aufgeworfener Schnee und durch diesen zu fahren mit dem Ski gerade geht auf jeden Fall mal ganz gut in die Beine. Jetzt sind wir unten am Testcenter angekommen, spulen jetzt mal ein kleines bisschen vor. Wenn ihr noch mehr über die schwarze Schneid, über diese Piste explizit wissen wollt, könnt ihr jetzt mal oben rechts klicken, da geht es zu einem Video bei Marius auf dem Kanal. Auch sehr sehenswert. Jetzt befinden wir uns auf der blauen Piste, die uns durch das Rettenbachtal bringt. Ihr seht schon links, da ist eine Straße. Was es mit dieser Straße auf sich hat, da kommen wir noch gleich zu. Doch hier auf der Piste ist jetzt erstmal geschmeidiges Fahren angesagt. Man kann schön links, rechts laufen lassen, ein bisschen diese mystische Aussicht genießen, die wir auch irgendwo doch gerade haben und alles so ein bisschen auf sich einwirken lassen.
Und jetzt gerade kleine Anspielung auf James Bond, denn in Sölden wurde James Bond 007 Spectre gedreht. Damals in den Hauptrollen Daniel Craig als James Bond und Christoph Waltz als Franz Oberhauser oder auch als Blofeld, als der absolut schlimmste Bösewicht im gesamten James Bond-Universum. Was ihr aber gerade seht, ist die berühmte Verfolgungsjagd, die Gletscherstraße runter, wo Daniel Craig als James Bond gegen Mr. Hinks kämpft, der damals dargestellt worden ist von Dave Bautista. So, jetzt heißt es, Gletscher verlassen. Wir sind jetzt am Ende des Gletschers angekommen und jetzt geht's rüber in das Winterskigebiet. Wir geben hier weiter Gas, bergab geht es zügig und die Beine brennen mittlerweile auch schon ganz gut. Doch mal ein kurzes Resümee zu dieser Gletscherstraße, an der wir entlangfahren. Klar, hat eine coole Geschichte, doch gerade im unteren Teil muss man sagen, dass die Piste sich richtig zieht. Es ist mehr ein Ziehweg, auf dem man auch mit Stöcken anschieben muss. Gerade Snowboarder haben da richtig Probleme. Öfter sieht man das auch, dass die abschnallen und gehen müssen, weil sie halt liegen geblieben sind. Was ihr da habt an Optionen ist natürlich einmal im oberen Teil wirklich mit richtig Schwung reinzufahren. Da müsst ihr aber höllisch aufpassen, dass nicht viel los ist, denn ansonsten ist es sehr eng und wird sehr gefährlich. Alternative ist natürlich einfach nur das Schieben. Gerade bei schlechterem Wetter, wenn ihr auch so aufgeworfenen Schnee habt, wie wir ihn gerade haben, könnt ihr euch aufs Schieben ziemlich fest einstellen. Bei besserem Wetter und einer frisch präparierten Piste schafft man es eigentlich auch so. Doch was noch zuletzt zu sagen ist, wenn richtig viel Schnee liegt und er ist frisch gemacht und ihr habt tolles Wetter, ist das da wirklich ein einzigartiges Panorama, wenn ihr hinten so raus Richtung Ende des Tals guckt. Also lohnen tut sich das schon. Wir sind jetzt gerade an der Langeckbahn vorbeigefahren und befinden uns, so wie ich finde, im dritten Abschnitt von diesen 15 Kilometern. Wir fahren gerade die Piste Nummer 7 runter und das ist nochmal eine schwarze Piste. Die könnt ihr fahren, müsst sie aber nicht fahren, denn an der Langeckbahn habt ihr auch die Möglichkeit, euch ein bisschen mehr rechts zu halten und dann fahrt ihr auf die 7a, das ist eine rote Piste und die führt euch halt um diese schwarze Piste herum. Steht euch frei die Wahl. Ich finde, die schwarze kann man wirklich sehr gut fahren, sehr gut bewältigen, denn sie ist relativ breit und von der Steilheit her ist es eigentlich völlig in Ordnung. Das hier ist der sogenannte Hügel der Eitelkeit. Bei bestem Wetter sitzen immer unten voll viele Leute und dann wird hier sehr stark beobachtet. Also wenn ihr hier fahrt, sauber auf dem Ski stehen. Und das war es tatsächlich auch schon. Ich hoffe, euch hat die Piste gefallen. Sehr zu empfehlen, ihr habt alles dabei. Schwarze Abschnitte, rote, blaue. Richtig cool, macht richtig Spaß. Jetzt ist es auch warm. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.